Kreditvergleich, 5 konkrete Praxistipps, damit die Baufinanzierung ein großer Erfolg wird. Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe von Faszination Freiheit. Heute ein ganz interessantes, wichtiges Thema, das schnell 1000 Euro mehr oder weniger bedeuten kann. Kreditvergleich bzw. Baufinanzierung. Wie macht man es richtig? Heutige Ausgabe von Faszination Freiheit. Heute hier übrigens, bin gerade unterwegs hier in Frankreich. Aber starten wir gleich mit unseren heutigen Tipps. Und zwar Tipp Nummer 1, seien Sie vorbereitet bzw. vergleichen Sie online. Eine sehr gute Plattform, wo Sie Baufinanzierungen sehr gut vergleichen können, ist www.interhyp.de. Da sind die größten und günstigsten Baufinanzierungspartner enthalten. Sehr gute Plattformen, die Sie nutzen können. Das heißt, da sind keine Vermittler zwischendrin geschaltet, ist wie eine Direktvergleichsgesellschaft sozusagen, wo Sie aber sich sogar offline in über 100 Städten beraten können. Und damit können Sie auch gut vorbereitet mit diesem Angebot beispielsweise zu den Sparkassen, zu den Raiffeisenbanken gehen und dann eben dort auch anklingen lassen. Ja, Sie haben sich online schon gut eingedeckt bzw. mehrfach verglichen, sind aber auch gespannt, was Sie eben zu bieten haben. Dabei Verhandlungen sollte man auch immer freundlich sein, ganz wichtig. Und dann ist aber auch immer anklingen lassen, dass man eben kein, in Anführungszeichen, Bauernopfer ist, sondern dass man sich selber auch vorbereitet hat. Und dann erhält man auch bessere Angebote, als wenn ein Banker riechen kann. Und das kann der nämlich, wenn man nicht vorbereitet ist und im Prinzip keine Ahnung hat. Also von dem her erstmal online vergleichen und hier sich gut vorbereiten. Dann Tipp Nummer 2. Und zwar kein Koppelvertrag. Was nämlich gern von Banken gemacht wird, ist, dass sie noch ein Zusatzgeschäft machen wollen. Ja, ist ja nicht verwerflich. Ich meine, es sind Unternehmen, die wollen Geld verdienen. Das sollte man ja auch nie vergessen, wenn man in eine Bank hineingeht. Zum Beispiel Bausparvertrag, Lebensversicherungsguthaben etc. Und da sollten Sie die Finger davon lassen. Denn zum einen ist es wichtig, dass man auch Flexibilität hat, neben den ja sehr, sehr starren Kreditvertrag. Man muss ja wissen, was man tut. Beispielsweise auf 15, auf 20, auf 25 Jahre hat man hier die Bank im Grundbuch drin und die Immobilie gehört einem so lange nicht. Und das ist ein starrer Vertrag. Und wenn hier was schief geht, dann kann es Probleme geben. Also hier erstmal das Thema Flexibilität. Und zweitens, wenn Sie in die freie Geldanlage gehen, das wissen Sie ja, wenn Sie unsere Geldanlageempfehlungen kennen, da gibt es hervorragende Möglichkeiten, sehr, sehr schöne, sehr viele gute Sachen, und wenn Sie die nutzen, dann fahren Sie in der Regel deutlich besser als mit solchen niedrigverzinslichen Geldanlagen. Dann Punkt Nummer 3, Spielraum lassen. Das heißt, nicht alles, was man irgendwie finanzieren kann, in das Haus stecken und damit man noch wirklich den letzten Luxus in Anführungszeichen rauspressen kann, sondern gerade hier nehmen wir auch mal das negative Szenario, beispielsweise Jobverlust, Scheidung etc. Dinge, wo wir alle hoffen, dass sie nicht passieren, aber sie passieren eben. Und wir wissen nicht, was in 5 Jahren, in 10 Jahren ist. Und wenn Sie keinen Spielraum haben, dann kann die Baufinanzierung zum Albtraum werden. Das heißt, lassen Sie Spielraum mit Eigenkapital und dass Sie auch nebenbei auch weiterhin Geld auf die Seite legen können. Und man sollte nicht über sein Verhältnis nehmen. Das heißt nicht das maximale Ausreizen an Kreditsumme, was eben noch irgendwie machbar ist, sondern es sollte auch wirklich zum eigenen Geldbeutel passen. Und dann kommen Sie auch viel einfacher jeden Tag zu mehr finanzieller Freiheit. Dann der Punkt Nummer 4, und zwar lassen Sie eine Edelmetallquote. Nehmen wir einmal das Worst-Case-Szenario. Hoffen wir alle, dass es nicht kommen sollte, aber wir haben ja schon gesehen, das Eurosystem mehrfach kurz vor dem Kollaps, die Hälfte der Euro-Staaten im Prinzip pleite, und das könnte eben auch Währungsschwierigkeiten und Werbungsturbulenzen bedeuten. Das könnte auch bedeuten, dass die Immobilienmärkte sehr stark einbrechen können. So, und dann könnte die Bank herkommen, das steht im Vertrag drin, dass sie eine Nachbesicherung einfordern können. Und ja, das könnte dann ein Drama sein. Nehmen wir das Beispiel, Sie haben 300.000 Euro finanziert, die Immobilie in dem Moment noch 250.000 Euro wert, dann haben Sie ein Problem möglicherweise, wenn Sie 50.000 Euro nicht Cash haben. Und in solchen Zeiten waren Edelmetalle immer sehr, sehr gut, die sind dann stark nach oben gegangen, sehr häufig in solchen Zeiten, und könnten da genau das sein, was Sie dort brauchen. Also sollte man nicht vergessen, diesen Edelmetallpuffer. Und dann Tipp Nummer 5, Sondertilgungsrechte vereinbaren. Und nehmen wir hier den positiven Fall, beispielsweise Erbschaft in 10 Jahren, zumindest jetzt aus geldtechnischer Sicht positiv. Da können Sie die Immobilie abbezahlen, aber vielleicht können Sie es gar nicht, haben gar keine Sondertilgungsrechte, was ich sehr häufig in der Praxis sehen konnte bzw. kann, oder nur sehr niedrig.
und dann fahren Sie besser. Vielleicht wollen Sie es dann einfach loshaben, weil die Immobilie, wie gesagt, gehört nur Ihnen, wenn die Bank aus dem Grundbuch komplett heraus ist. Das heißt, das kann man sehr gut am Schluss machen bei der Verhandlung und dort dann noch beispielsweise sagen, ja, ein wichtiger Punkt ist mir noch die Sondertilgung und dass diese möglichst großzügig bemessen ist. Wie weit können wir hier gehen, ist mir nochmal ein wichtiger Punkt, bevor wir das Ganze dann konkretisieren. Und so haben Sie eine gute Verhandlungsbasis, das ist so, dass Sie schauen können, dass Sie hier das Maximale auch mit Sondertilgungsrechten vereinbaren können. Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, sobald Sie diese Informationen und Tipps benötigen. Teilen, liken Sie gerne dieses Video, wenn es Ihnen gefallen hat. Nächsten Freitag haben wir da weitere spannende Themen. Ja, und das heutige Tippvideo, das kann Ihnen schnell Tausende, vielleicht sogar Zehntausende Euro wert gewesen sein. Und so kann es übrigens auch sein, wir haben nächste Woche ein Community-Online-Seminar, würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Da gebe ich Ihnen 2 Tipps weiter, 2 konkrete Übungen, die ich ansonsten nur in persönlichen Coachings weitergebe. Die mache ich jeden Morgen und jeden Abend. Und wissen, die machen sogar richtig Spaß. Und ich zeige Ihnen, warum dass ich diese Übungen mache, warum diese mir hervorragende, vielleicht sogar unglaubliche Dienste geleistet haben, und würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Dauert nur circa eine halbe Stunde, es sind 2 ganz simple Übungen. Ja, freut mich, wenn wir uns dort sehen. Tragen Sie sich dann gerne unterhalb von dem Video ein, und damit Sie auch keinen von unseren Tipps und Tricks verpassen, auch in unserem Klartext E-Letter, damit Sie keine Episode hier eben von Faszination Freiheit verpassen. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Freitag wiedersehen. Ja, leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Bis dahin, Ihr Thorsten Wittmann.